so viele Lieblingsmomente. Hey! Bella Rose, da hüpfst du mal eben drauf. Wir zeigen es euch. Ich fühle mich zu Hause. Bald ist es soweit. Bald startet der CHIO Aachen 2021. Dann dürfen wir euch Besucher, die Sportler und ihre Pferde wieder bei uns begrüßen. Wir freuen uns schon riesig. Aber wie laufen eigentlich die Vorbereitungen für das größte Reitturnier der Welt? Für uns, für die Athleten, fürs Showprogramm? Wir zeigen es euch. Und wir beginnen im Gelände. Ich bin jetzt hier bei Kursdesigner Rüdiger Schwarz. Und wir werden jetzt einmal ihm über die Schulter blicken und ein bisschen mit anpacken bei der Vorbereitung für die Vielseitigkeitsstrecke. Sind Sie bereit? Jawohl. Jawohl! Wir laufen jetzt mal, dann suche ich mir einen Punkt, wo die Pferde landen. So, und dann gehe ich mal los. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, hier wäre ich beim vorletzten Galoppsprung, da kann ich schon sagen, oh, das haut prima hin. 1, 2, 3, 4. So, jetzt weiß ich, das ist eine normale Distanz, wo wir jetzt stehen mit dem Absprung. Ich muss in diesem Bereich sein, da wird es nachher zugemacht, damit die Pferde nicht irgendwie zu weit springen müssen. Wie laufen denn dieses Jahr die Vorbereitungen? Dieses Jahr sind wir sehr früh eigentlich mit vielen Dingen dran. Die Planung ist seit circa 6 Wochen abgeschlossen und haben das Grundgerüst hier erstmal hingestellt, um dann nochmal eine Einschätzung zu kriegen. Haben wir genügend Ansprüche hier, die wir hier haben wollen, und haben wir eine Balance im ganzen Kurs und würde das passen? Wir dürfen nicht vergessen, haben Tokio dieses Jahr gehabt. Hier geht man aber auch schon dann seine Kilometer. Wir machen uns jetzt auf zum nächsten Komplex und werden da mal nach dem Rechten schauen. Und rückwärts andersrum einschlagen. Ja, genau, nicht auf der Stelle. Immer bewegen, wenn du lenkst. Der macht den Boden kaputt. Ja, rückwärts fahren und dann lenken. Fahren dabei. Gut, jetzt wie mit dem Auto hinten raus. Sie weiß, wo sie hin muss. So, jetzt habe ich aber genug mit angepackt und ich glaube, es wird Zeit für einen kleinen Perspektivwechsel von einem, der die Sprünge macht, zu einem, der dafür sorgt, dass seine Schützlinge gut und sicher durch den Parcours kommen. Da hinten sehe ich schon Hans Melzer, den Bundestrainer der Vielseitigkeit, und ich glaube, da gehen wir jetzt mal rüber. Hans, das wird dein letzter Auftritt in dieser Funktion beim CHIO Aachen sein. Wie ist die Gefühlslage? Nervös? Aufgeregt? Freust du dich ein bisschen? Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Aachen. Diese Atmosphäre, die Möglichkeiten hier, die Stimmung, das war immer toll und deshalb freuen wir uns drauf. Klar, aber ich hoffe, dass ich auch in Zukunft noch mal nach Aachen kommen kann. Da bin ich mir fast sicher. Wie sehen eure Vorbereitungen aus? Gibt es hier für die Pferde etwas, was man vorher genau trainieren muss, damit man das hier abrufen kann? Also Geländereiten wird nicht neu erfunden. Wir kennen Rüdiger Schwarz, was er baut. Wir werden uns schon vorbereiten. Also auch die Pferde, die Aachen gehen, werden vorher noch mal in Warndorf speziell Geländetraining machen. Dass man ein paar Aufgaben einfach, die klassisch sind, nachstellt. So wie hier beispielsweise Wassereinsprung mit irgendwas wahrscheinlich nachher im Wasser zum Treffen. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Okay, das klingt ja so, als wärt ihr top vorbereitet. Ich durfte auch bei Rüdiger eben schon mal ein bisschen mit anpacken bei den Hindernissen. Ich glaube, wir können uns da auf einen ordentlichen Parcours freuen. Aber für euch da draußen haben wir jetzt noch mal die Highlights des SAP Cups und dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen einstimmen.
this is where the hopes of Team Germany lie, on this rider and this incredible horse, Bobby. What is her time? There we are, 1 minute and 9. She's fast. She's going to do it. Go Bob, yes! Genau hier werden Ingrid und Co. dann ins Ziel kommen. Die Zuschauer toben und allein bei der Vorstellung kriege ich schon Gänsehaut. Ich glaube, jemand, der das genauso gut kennt, wenn nicht sogar besser als ich, das ist Luciana Diniz und mit ihr werden wir jetzt sprechen. Hallo! Luciana, Thema Vorbereitung. Bei dir sieht das irgendwie immer, du kommst hier rein, ihr wirkt total entspannt. Es sieht immer aus, als wärt ihr irgendwie gerade auf einem Ausritt, Sonntagsausflug. Und dann geht die Glocke und es geht richtig los, die Post geht ab. Wie machst du das? Wie schaffst du das, diesen Schalter dann so umzulegen? Ich glaube, es ist einfach, weil ich liebe, was ich tue. Ich liebe meine Pferde und ich vertraue auch meine Pferde. Deswegen komme ich hier rein, ich fühle mich zu Hause, genau, bei diesen wunderschönen Kulissen heute ohne Zuschauer. Ja, und dann fühle ich mich einfach gut. Und ich weiß, wenn ich vorher eine gute Vorbereitung gemacht habe, kann hier auch gut funktionieren. Okay, du hast gerade angesprochen, deine guten Vorbereitungen. Wie sehen deine Vorbereitungen aus? Ich glaube, jeder Reiter hat ein anderes Ritual, um sich vorzubereiten. Zum Beispiel, wenn ich hier reinkomme und laufe ich meinen Parcours, zuerst mein erster Gedanke ist, hier in den Platz im Moment connected zu sein. So einfach hier zu sein, glücklich zu sein, dankbar zu sein. Das kommt schon für mich sehr wichtig, dass ich dieses gute, positive Gedanke hier schon habe. Dann laufe ich meinen Parcours, visualisiere ich, wo ich hingehen möchte, auch meine Kurve, wo ich hingehen möchte, wo meine Atmung zum Beispiel Breaks sind. Das ist super wichtig, dass wir, wenn wir Parcours laufen, oder ich zumindest, 4 bis 5 Breaks habe. Dann atme ich auch, wenn ich auch da laufe. Zum Beispiel, ich laufe ohne Pferd in dem Moment. And I take a deep breath. So, ich atme auch mit, weil nachher ist schon ein bisschen automatisch bei mir, dass ich weiß, dass ich in dieser Kurve einmal atmen sollte und dann kommt automatisch. So, wenn ich mit meinem Parcours fertig bin, dann nehme ich einen Moment Zeit für mich, laufe ich normal. Ich laufe immer 2-mal, wenn eine wichtige Prüfung ist. Und dann mache ich meine Augen zu und dann visualisiere ich meinen Weg und auch meine Atmen, Breakpoint. Das ist auch super wichtig. Und das gehört zumindest für mich, für ein Grand Prix Ritual, das ein Muss ist. Und dann gehe ich dann im Stall, connecte ich mit meinem Pferd, dann bin ich mit meinem Pferd zusammen und erzähle ich mein Pferd den Parcours. So, das ist vielleicht klingt ein bisschen komisch und die werden alle Leute vielleicht ein bisschen lachen. Ja, ich erzähle mein Pferd unseren Parcours, dass er schon weiß, genauso wo wir hingehen. Und dann ist es ein Weg auch, mit meinem Pferd zusammen eins zu sein. Das ist alles am Ende, was ich durch meine Lehrgänge und My Way Masterclasses an den Leuten auch vermitteln. Das Wichtige ist, mit deinem Pferd eins zu sein. Und dann könnt ihr dann da in dem Moment alles geben. Das hört sich großartig an. Das hört sich auch danach an, als würdest du dieses Jahr im Rolex Grand Prix noch mal richtig angreifen. Wir drücken dir dabei die Daumen. Aber jetzt widmen wir uns erstmal deinen vergangenen Highlights hier und zeigen euch jetzt die besten Clips aus dem Rolex Grand Prix mit Luciana Diniz. So Luciana, fit for fun. Well under the 53.66, riding for the Rolex. A huge jump there, 47.40, 6.2 seconds off the clock. Oh my goodness, what a stunning round. Not so happy, honestly. 2 times second here is kind of, yeah, I need to digest first. And then I'm gonna think about it, how do I feel? It's all or nothing now, it's all or nothing. She's gonna fly, she's up 0.29. Clears the boxer, running 38.34 to beat, she's not gonna do it. No, 40.96. Second place, it's second place again.
2017, 2018, zweimal warst du ganz kurz davor. Was würde es dir denn bedeuten, einmal auf dieser Siegertafel zu stehen? Träumen. Träume sind die Mottos meines Lebens. Und das ist sicher, dass ich möchte gerne auch irgendwann meinen Namen da haben, wäre ein Traum. Und in 2018, wie du gesagt hast, ich weiß, ich stand genauso hier mit Vertigo und habe ich ein Foto gemacht und gemacht, okay, diesmal, wenn wir, ich und Fit for Fun dastehen. Fast geschafft, wir waren wieder Zweite. Ja, aber es ist immer diese Mentalisation, diese Law of Attraction, dass man was erreichen möchte. Das ist auch wichtig für die Vorbereitung, wie wir vorher gesprochen haben. Wenn man nicht glaubt, dass man was erreichen kann, dann erreicht man auch nicht. Luciana, vielen lieben Dank für deine Einblicke in deine Vorbereitung und in dein Innenleben so ein bisschen. Wir drücken dir die Daumen für dieses Jahr. Mach's gut, wir sehen uns im September. Ich schlendere jetzt gerade Richtung Village, da ist der Aufbau auch schon echt weit. Jetzt blicken wir mal nicht zum Aufbau, sondern zur Vorbereitung und das an einer ganz anderen Stelle. Das ist einer der Hengste, der bei uns seinen großen Auftritt haben wird. Er wird bei Pferd und Symphonie auftreten und auch bei der Eröffnungsfeier. Aber wir sind gerade gar nicht mehr in Aachen, sondern beim Landgestüt Warendorf und gucken heute mal so ein bisschen, wie da die Proben und Vorbereitungen laufen für den Auftritt. Ich werde jetzt auch mit anpacken und werde mich jetzt der Mähne widmen. Ich glaube, gerade sieht man gar keinen Unterschied, aber trotzdem werde ich sie jetzt kämmen und vorher war sie noch nicht gekämmt. Ich hatte eine Aufgabe, ne? Und das waren die Haare. Und jetzt das. Okay. So. Okay. So, dann gehen wir mal mit, oder? Daneben zu stehen, wirkt auf jeden Fall echt beeindruckend. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber als ein, sag ich jetzt mal, durchschnittliches Warmblut. Trotzdem gelten Kaltblüter ja als sehr sanftmütige und gutmütige Tiere. Viele der Hengste, wenn nicht sogar alle, wurde mir berichtet, sind schon seit ihrem 3. Lebensjahr auf dem Landgestüt. Es wird natürlich bei dem Showbild auch darauf geachtet, auf die Farbe der Pferde. Das sind jetzt Füchse und Braune, die sich relativ ähnlich sehen, damit das eben hinterher ein schönes Gesamtbild gibt, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin jetzt schon ganz beeindruckt und frage mich dann, wie das bei uns dann bei Pferd und Symphonie und bei der Eröffnungsfeier aussehen wird. Ich stehe hier gerade mit Laura. Sie arbeitet hier als Gestütsanwärterin, hat auch ihre Ausbildung hier gemacht und ist gerade Franco geritten beim Training. Und wir werden sie jetzt auch direkt mal dazu befragen. Laura, wie war das Training? Wie bereitet ihr euch vor auf so eine Show, wo ihr dann auftretet? Ja, also wenn wir bekannt kriegen, dass wir wo auftreten sollen, dann fangen wir in der Regel einige Wochen vorher das Training an mit den Kaltblütern. Erstmal locker die Arbeit immer ein bisschen mehr steigern. Dann kommen eben die verschiedenen Lektionen der Quadrille dazu und man muss so ein bisschen das Reiten auch als Paar immer mit üben und viel auf die Seitenrichtung achten, damit das eben am Ende ein schönes Gesamtbild ergibt und harmonisch aussieht. Und genau, da legen wir sehr viel Wert in unserem Training mit den Pferden für die Quadrille. Genau. Danke. Genau, gehen wir einmal hier raus.
Franco hat schon seinen verdienten Feierabend jetzt und darf hier ein bisschen auf dem Paddock chillen. Und wir machen uns jetzt zurück nach Aachen zum Aufbau, denn es geht noch weiter. Und so schnell geht's und wir sind schon wieder in einem Stallbereich, aber diesmal nicht mehr beim Landgestüt, sondern bei uns in Aachen. Und zwar ist heute einer der Stars der Vierspanner-Szene da, und zwar Bram Chardon mit seinen Pferden. Und da gehen wir doch jetzt direkt mal Hallo sagen. Hallo! Hallo! Na, wie geht's dir? Bist du gut hergekommen? Ja, alles gut. Pferde hier, schönes Wetter, schönes Platz. Läuft. Läuft, alles läuft, ja, sicher. Wer sind deine 4 Pferde? Wen hast du heute mitgebracht? Wir haben 4 Lipizzaner dabei. Diese Lipizzaner einsetzen wir normal nicht für Outdoor, aber für Indoors-Turnieren. Und jetzt laufen sie hier mit und im September während Aachen sollen sie auch Jump and Drive mitgehen. Du kommst ja mit deiner Familie schon ganz, ganz lange nach Aachen. Du hast gerade hinter der Kamera erzählt, dass dein Vater hier schon 12 Mal gewonnen hat. Du als Kind hier auch schon immer warst. Wie sehen eure Vorbereitungen denn aus? Für Aachen die Vorbereitungen, wir für Wochen oder Monate vorbereiten wir zum Aachen. Ja? Im Saison haben wir meistens 2 Highlights. Das ist dann oder der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft im nächsten Jahr und Aachen. Das sind unsere 2 Highlights immer im Saison und sie probieren immer am besten da zu kommen. Die Pferde müssen wirklich fit sein, weil es immer eine ganze Woche kraftiger Sport mit sehr vielen guten anderen Fahrern. Alle Gute sind hier und alle sind gut vorbereitet, so alles muss kloppen. Was fährst du besonders gerne hier? Wo gehst du besonders gerne an den Start? Für mich das Most Impressing, das war im Hauptstadion für Jump and Drive, eigentlich. Ja, den Porter Cup. Das war wahnsinnig, so viele Fahrer da und auch für Siegerehrung. Dann fahren wir jedes Tag, wenn sie dabei sind, der Top 3 oder Top 5, fahren sie immer hier im Hauptstadion drin. Das ist immer wahnsinnig. Bei uns, ja, sicher der Marathon. Der Marathon am Samstag mit so vielen Leuten hier unter und wenn sie dann ja über die Brücke fahren beim Hindernis und sie stehen oben der Brücke und gucken nach runter mit Wasser und so viele Leute da, ja, das ist unwahrscheinlich. Ja. Super, vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Für mich geht es jetzt weiter. Ich habe da hinten nämlich jemanden gesehen und da müssen wir auch auf jeden Fall einmal vorbeischauen. Und das machen wir jetzt. Vielen Dank. 3 Wochen. Hier stehe ich gerade mit unserer Präsidentin, der Präsidentin des Aachen-Laurenzberger Rennvereins. Das ist Stefanie Peters. Wie laufen denn die Vorbereitungen? Verläuft alles nach Plan? Ja, man kann es ja schon sehen, die Zelte stehen alle. Wir sind voll im Zeitplan. Jetzt beginnt der Innenausbau. Das Team ist super motiviert. Wir möchten das Gelände bestmöglich vorbereiten. Worauf können sich denn dann die Besucher des CHIO Aachens 2021 besonders freuen? Ja, alle freuen sich natürlich, dass es wieder losgeht, dass Pferde hier in der Sörs sind, auf die besondere Atmosphäre, auf die Tradition. Wir werden Spitzensport sehen und viele interessante Besucher bekommen und das bei größtmöglicher Normalität. Größtmögliche Normalität, das hört sich wirklich super an. Und wir haben jetzt noch etwas Besonderes für euch, Marina und Julia Schuster. Ihr kennt sie bestimmt vom Kanal Marina und die Ponys. Und was die beiden Mädels hier entdeckt haben, das seht ihr jetzt. Hey, ich bin Marina. Ich bin Julia. Und jetzt wollten wir euch einfach einmal ein bisschen das Gelände hier zeigen. Im Normalfall passen hier 40.000 Menschen rein. Hier im
Hintergrund seht ihr schon das CHIO Aachen Village. Und normalerweise gibt es hier 230 Aussteller. Wir sind jetzt hier gerade beim Abreiteplatz für die Dressur angekommen. Normalerweise stehen hier jetzt noch 3 Vierecke, aber das wird noch aufgebaut. Genau, und jetzt gucken wir uns einmal das Deutsche Bankstadion an. Freitag, den 10. September, startet genau hier das CHIO Aachen. Und zwar mit dem Voltigieren. Es gibt hier übrigens insgesamt 430 Boxen und über 10 Tage verteilt stehen dann hier 900 Pferde, aber natürlich nicht alle gleichzeitig. Außerdem gibt es hier 18.000 Kilo Hafer, Heu, 1.500 Ballen Stroh und 600 Ballen Späne. Im Stall 1 ist übrigens immer Deutschland Springen untergebracht und in Stall 2 dann die Dressur. Hier findet übrigens immer der Wettcheck statt, aber es ist gerade ein bisschen fragwürdig, ob sie den wohl so bestehen würde. So, und hier ist übrigens dann der Abreiteplatz. Das hier ist der Bereithalteplatz und man kommt hier von dem Abreiteplatz reingeritten und kann dann dort drüben später ins Hauptstadion reiten. Und hier ist dann übrigens der Austritt. Hier im Hintergrund sieht man jetzt auch gerade das Fahrstadion. Und auch hier werden natürlich richtig coole Prüfungen stattfinden. Hier stehen wir jetzt auf der Geländestrecke und in den nächsten 2 Wochen wird hier noch alles vorbereitet. Bei Net Aachen wird auch schon fleißig gearbeitet. Und was macht ihr eigentlich so genau? Ja, wir stellen die ganzen Glasfasern für die ganzen Fernsehleute zur Verfügung hier. Dann bauen wir hier die WLAN-Access-Points auf für das ganze Stadion, für das ganze Gelände. Wir haben hier 500 Kilometer Glasfaserkabel verlegt, ca. 100 Access-Points auf dem ganzen Gelände installiert und ca. 600 Kilometer Kupferkabel für normale Internetanschlüsse. Wir haben uns jetzt schon mal warm gesprungen. Genau, und jetzt freuen wir uns auf jeden Fall schon mal aufs CHIO Aachen und natürlich auch auf euch. Tschüssi! Tschüss! Wir haben euch ja eben schon ein bisschen was gezeigt zu den Vorbereitungen zur Pferd und Symphonie und zur Eröffnungsfeier. Und jetzt seht ihr hinter mir nicht die Vierbeiner, sondern die Zweibeiner, die sich natürlich auch vorbereiten müssen. Und da schauen wir jetzt auch noch mal ein bisschen zu. So, jetzt habe ich mal eben die Tänzer rausgeschmissen, damit ich auch mit meinem nächsten Gast in Ruhe sprechen kann. Und zwar ist hier der Dressurreiter Patrick Kittel. Hallo. Moin, hi, danke erstmal. Das ist eine Ehre, du hier im Deutschen Bankstadion ganz alleine mit dir zusammen. Das ist schon cool. Ja, da habe ich jetzt auch gerade für gesorgt. Mein Spaß. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Ich habe hier richtig toll gemacht und wir haben einfach eine gute Zeit. Das Wetter ist schön, Sommer ist jetzt bald zu Ende und Pferde laufen alle super gut. Also Kind, Familie, happy, was soll ich sagen? Es läuft gut. Besser könnte es nicht laufen. Besser könnte es nicht laufen. Ja, jetzt wirst du bei uns in der kleinen Tour mit einem Neuankömmling bei dir starten, und zwar der Fiontini. Möchtest du ein bisschen was über sie erzählen? Also es ist ein ganz, ganz tolles Pferd. Ich hatte den großen Glück, ich durfte den von Andreas übernehmen, Hellstrand, wer den vorgeritten hat. Er war 3-mal Weltmeisterin für die junge Pferde, was sehr außergewöhnlich gut ist. Super viel Talent, ist wirklich ein mega Pferd und ich hoffe, dass der auch wirklich hier richtig sich präsentieren kann. Ja, sie ist hier noch nicht gestartet. Wie bereitet man dann so ein Pferd drauf vor, auf so eine Kulisse? Also wir reisen einfach ein bisschen vorher an, dann hat man ja ein bisschen Familiarization hier, es ist auch sehr gut, man hat sehr viel Zeit hier, die haben morgens auf und so. Es ist sehr professionell gemacht und ich denke, die kann sich da schon ein bisschen eingewöhnen. Und das ist so ein Pferd, das habe ich auch in Donaueschingen gemerkt, je mehr Publikum und je mehr Leute ist, je happier war die. Also da streckt die so ein bisschen extra und das finde ich ja gerade hier sehr gut. Dann werden wir sehen, was sie dann sagt zum Aachener Publikum und wie sie sich hier präsentieren wird. Hast du einen Lieblingsmoment hier? Ich glaube, also es gibt so viele Lieblingsmomente.
dieses Abschied der Nationen ist so cool. Also da reinzugehen, das zu sehen mit den Leuten, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, fand ich das ist so ein bisschen so wie bei der Olympia rein zu gehen. Das ist so dieses Erlebnis, weißt du, wenn die Leute alle mit dem Tücher und das ganze Abschieden von den ganzen Ländern, das hat wirklich Tradition. Dennoch finde ich auch jeden Highlight hier ist, wenn du hier reinreitest oder wenn du hier den Kür reitest. Jedes Jahr, jedes Mal, weißt du, ich habe hier kleine Tour gewonnen, ich habe hier großes Tour, war ich zweit, den Flutlicht, ich habe alle diese Sachen. Und ja, was fehlt jetzt noch auf deiner Liste? Jetzt hast du ein paar Highlights genannt. Natürlich auf den Tafel zu landen, ne? Das ist natürlich so mein Traum und mein Highlight. Und jetzt habe ich natürlich gesehen, Bella Rose hat jetzt genannt dieses Jahr. Und dann habe ich gesagt, shit, dann werde ich jetzt wieder nicht auf den Tafel kommen. Auf der Siegertafel zu stehen, das fehlt bei Patrick noch. Aber trotzdem hat er hier einige schöne Highlights und die wollen wir euch jetzt zeigen. Patricks Highlights sind natürlich hier im Deutsche Bank Stadion entstanden. Von hier aus ist es aber wirklich nur ein Katzensprung bis rüber zur Albert-Wale-Halle. Da wird unser Turnier starten und zwar mit dem Voltigieren am 10. September. Und eine Aachenerin ist auch dabei, nämlich die da hinten. Die da. Pauline Riedel. Pauline, wie geht's dir und wen hast du uns hier mitgebracht? Hi, ja, mir geht's super. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich habe heute einmal den Mike mitgebracht, der an der Longe steht. Das ist mein Longenführer und Trainer. Und den schönen großen Schimmel William, genannt Willi, der jetzt dieses Jahr mein sportlicher Partner ist. Genau, das ist ein 10-jähriger belgischer Wallach. Ja, der ist aber ganz schön groß, ne? Welche Stockmaß hat der? Ganz schön groß. Wir haben noch nicht nachgemessen, wir wollen es gar nicht so genau wissen. Aber über 1,85 locker. Und da hüpfst du mal eben so drauf? Ja, mal eben so, wenn ich einen guten Tag habe, mal eben so und sonst muss ich mich ein bisschen anstrengen. Wie laufen denn deine Vorbereitungen? Wie laufen die Vorbereitungen bei den Voltigierern? Ja, gut laufen die. Für mich jetzt tatsächlich ein bisschen entspannter als beim Rest, weil ich nicht mit zur Weltmeisterschaft fahre und mich jetzt wirklich voll aufs Trio fokussieren kann. Genau, wir trainieren eigentlich immer 3-mal die Woche oder 2-mal die Woche auf dem Pferd und dann noch 2-3 Mal auf dem galoppierenden Holzpferd. Und genau, noch Fitnesstraining nebenher, aber ja, läuft gut und wir freuen uns schon. Kannst du mir denn auch als Laie was beibringen? Ja, ich denke mal, natürlich, das kriegen wir hin. Also wir haben extra, William ist ein super braves Voltigierpferd. Der liebt das auch, Leuten was beizubringen. Also der wird sich bestimmt freuen, dir da mal ein bisschen Voltigieren zu zeigen. Ich glaube, ich komme da aber nicht so einfach hoch wie du. Also das wollen wir jetzt mal testen. Also wir laufen einfach aus der Mitte gerade auf den Gurt zu. Dann kannst du einmal Hallo sagen, den einmal klopfen, dass der weiß, wer jetzt kommt. Hallöchen. Genau, ja. Scheint auch groß beeindruckt zu sein. Also wenn wir jetzt einen Aufgang machen, je nachdem wie groß du bist, packst du am besten mit der rechten Hand möglichst weit oben. Ja. Und mit der linken Hand kannst du entweder hier oder da greifen, das ist relativ egal. Und am besten gibst du mir dann einmal ein Bein, ich zähle bis 3. Und bei 3 mache ich dann Räuberleiter nach oben. Und dann schwinge ich mich einfach rüber, wie ich es auch beim Reiten mache. Genau wie beim Reiten. Genau. Okay. Am einfachsten ist, wenn du den Kopf möglichst runter nimmst und mit deinen Armen schön ein bisschen mitziehst, dass man nicht zu weit hinten landet. Ach du Scheiße, jetzt kommt hier der Klops, der aufs Pferd steigt. Nein, du machst das super. 1, 2, 3 und schwupps sind wir oben. Perfekt. So, und dann kannst du das rechte Bein nach oben strecken, so hoch du kannst. Ach du Scheiße! Wie schaffe ich das ohne das könnte eventuell ein bisschen dehnen, je nachdem. Kannst du erstmal nur ganz kurz machen. Ja, super! Ja, perfekt. Boah, aber das Gleichgewicht ist halt echt so eine Sache. Genau, man muss halt immer schön
in den Beinen ausgleichen und den Oberkörper möglichst ruhig halten. Okay, nochmal für die totalen Anhänger jetzt im Stand. Das ist auch schon eine ganz schön schwere Übung. Also genau, die Knie nicht ganz durchstrecken, immer ein bisschen tief lassen. Genau, und dann die Arme nach oben. Perfekt. Ah, cool. Also man fühlt sich echt groß hier. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das auszugleichen schon im Schritt oder im Trab oder im Galopp. Mir steht jetzt schon so ein bisschen der Schweiß. Also ich habe mich jetzt genug angestrengt. Jetzt liegt es an Pauline, denn es kommt die Basketball-Challenge. So. Nein! Oh Gott, Leute, das gibt nichts. Ohne Witz, ne? Komm, der zählt, oder? Wuhu! Ohne Witz, Leute, das gibt's nicht. Bei Pauline lief die Basketball-Challenge etwas durchwachsen, bei Isabel Wert allerdings ganz und gar nicht. Sie steht eigentlich ganz oben mit Weihegold und hier stehen wir mit Bella Rose. Bella Rose wird bei uns ihren letzten Auftritt haben und wird bei uns verabschiedet. Wenn ihr noch mal die beiden in Aktion sehen wollt, dann könnt ihr euch jetzt auch noch Tickets sichern und in dem Sinne sehen wir uns beim CIO, würde ich sagen. Bella läuft auch schon mal.